Nach einer kleinen Wanderung vom Wanderparkplatz Hohe Platte erreicht man die im Wald verborgene Burgruine über einen Wanderweg, der durch die ehemalige unterhalb der Felsen gelegene Vorburg führt, deren Erdwall an manchen Stellen noch erkennbar ist. Die Burg selbst erstreckte sich über die Felsentürme, die den Gipfel des Schellenbergs bilden. Die Ruine des Wohnturms befindet sich auf einem gewaltigen, fast 10 Meter hohen Granitfels, der über eine Brücke von einem weiteren Felsen aus erreichbar ist. Die Geschichte einer Befestigung zur Grenzsicherung auf dem Schellenberg reicht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Die Burg Schellenberg, auch Lug ins Land genannt, wurde im Jahr 1347 von den Herren von Waldau errichtet. Später wurde die Burg an das Rittergeschlecht von Guttenberg verpfändet. Von der Anlage erhalten ist noch der Zugang durch die Felsen, auf denen, wenn man genau hinschaut, Spuren von weiteren Gebäuden erkennbar sind. Mauern weiterer Gebäude bilden auf einem Felsen eine Art Vorhof zu dem über eine Brücke zugänglichen großen Wohnturm, von dem ebenfalls nur noch die Umfassungsmauern erhalten sind. Die von Guttenbergs schlossen sich dem Herzog von Bayern an und positionierten sich damit im Machtkampf zwischen diesem und dem Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach auf der Seite des Herzogs. Das Öffnungsrecht für bayerische Truppen auf der Burg Guttenberg nahe Kulmbach bedrohte den Markgrafen, der daraufhin im Jahr 1497 eine Fehde eröffnete und die Stammburg der Guttenberger belagerte. Philipp von Guttenberg konnte mit seinem Bruder Moritz entkommen und versteckte sich auf Burg Schellenberg. Im Frühjahr 1498 begannen die Guttenberger, das markgräfliche Umland zu brandschatzen, wobei auch die Burg Schellenberg als Ausgangspunkt diente. Als Folge begann im Juli des gleichen Jahres der Angriff des Markgrafen auf Burg Schellenberg, angeführt vom markgräflichen Hauptmann Konrad von Würsberg, mit 80 Reitern, rund 2500 Fußknechten und 6 Kanonen. Am Folgetag wurde die Burg erstürmt und teilweise zerstört. Philipp von Guttenberg wurde gefangen genommen und starb später unter ungeklärten Umständen in Haft. Sein Bruder konnte entkommen und setzte den Kampf fort. Im Jahr 1502 setzte Moritz von Guttenberg in der Stadt Hof 13 gefüllte Scheunen in Brand. Mit der Zerstörung des wirtschaftlichen Gefüges des Markgrafentums sollte der Druck auf den Markgrafen erhöht werden, um zu einer Einigung zu kommen. Nach der Erstürmung wurde die Burg Schellenberg nicht wieder aufgebaut. Die Guttenberger Fehde endete nach 5 Jahren durch ein Schiedsgericht, das die Guttenberger zur Unterwerfung unter den Markgrafen zwang. Seit dem 16. Jahrhundert holte sich der Wald mehr und mehr der Anlage zurück, sodass die Umfassungsmauer der Vorburg schließlich gänzlich verschwand. Im 19. Jahrhundert verließ der letzte Bewohner die Überreste der Gebäude.
Um 1970 wurden die Reste der Anlage gesichert und ein hölzerner Aussichtsturm sowie eine Verbindungsbrücke errichtet. Die Anlage wird liebevoll vom Oberpfälzer Waldverein betreut und die Aussicht ist sehr sehenswert. Neben den üblichen Legenden um die Burgruine, die von Schätzen und einer weißen Frau berichten, gibt es auch eine Sage über einen verfluchten Ritter. Der Ritter habe einst ein grausames Urteil über einen unschuldigen Bauern gefällt. Nun ist er dazu verdammt, als schwarzer Hund mit glühenden Augen durch die Ruine zu streifen. Angeblich sei noch heute sein Heulen im Wind hörbar, wenn sich ein Sturm zusammenbraut. Interessant ist, dass einer der großen Felsen der Burganlage auch Hundstein genannt wird. Ob dies der Ursprung der Sage ist oder der Name von der Sage inspiriert wurde, wird jedoch ein Geheimnis bleiben. Danke fürs Zusehen. Wenn das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Aber auch über Verbesserungsvorschläge und Tipps in den Kommentaren oder ein kostenloses Abo.